das Gesicht, Face, eine Methode zum Merken dieser Noten, F, A, C und E. In unserer Kultur hat sich im Laufe einer langen Entwicklung die Notenschrift für das Wiedergeben und Festhalten, für das Aufzeichnen der Musik etabliert. Es ist also das sinnvollste Mittel, das wir dafür gefunden haben. Mit der Notenschrift haben wir Musiker die Möglichkeit, instrumentenübergreifend eine Sprache zu sprechen und miteinander zu musizieren und kommunizieren. Das zentrale Element der Notenschrift ist die Note und das Notensystem. Das Notensystem besteht aus 5 horizontalen Linien, die von unten nach oben durchnummeriert werden. 1, 2, 3, 4 und 5. Je höher die Note, desto höher klingt der Ton. Hier die X-Achse ist die Tondauer. Damit wir jetzt wissen, wie hoch die Note tatsächlich im Notensystem ist, brauchen wir einen Schlüssel. Also nicht so einen Schlüssel, sondern einen Notenschlüssel. Der bekannteste unter den Notenschlüsseln und der am häufigsten verwendete ist der Violinschlüssel. Wir starten hier auf der zweiten Linie. Er wird auch G-Schlüssel genannt, weil er hier eben auf der zweiten Linie die Note G festlegt und somit auch alle anderen Noten im Notensystem. In der ersten Übung zeichnest du also im Buch den Notenschlüssel ein. Versuch die schwach gedruckte Linie nachzuzeichnen. Ich zeige dir mal, wie das funktioniert. Mach das am besten mit Bleistift am Anfang, weil ich weiß, wie das aussehen kann. Du startest hier an der zweiten Linie, dem G, dann kreist du dieses G sozusagen ein, eine kleine Schnecke, dann schräg rauf und durch diesen Notenschlüssel, durch den Kreis, nach unten einen kleinen Haken mit einem Punkt. Übe einfach. Übung macht den Meister. Am Anfang ist es ziemlich schwer, aber es sieht in deinem Buch wahrscheinlich eh keiner. Es gibt dann noch einen zweiten Schlüssel, der sehr wichtig ist, wenn man zum Beispiel eine tiefe Stimme hat oder Klavier spielen möchte. Und dieser Schlüssel nennt sich Bassschlüssel. Das ist der F-Schlüssel. Beim Bassschlüssel starten wir hier auf der 4. Notenzeile mit einem Punkt. Das ist das F, der Bassschlüssel wird auch F-Schlüssel genannt, und zeichnen so einen Bogen bis hier über die erste Zeile. Wir kreisen das F auch noch mit 2 Punkten hier ein. Bassschlüssel. In Klammer F-Schlüssel. Er zeichnet am Notensystem also die Notenlinie F ein und wir können also alle anderen Noten dann ablesen. Hier ist das F im Bassschlüssel. Vorwiegend werden wir uns mit dem Violinschlüssel beschäftigen. Instrumente wie Gitarre, Geige, Violine, wie der Name schon sagt, oder andere Flöten werden im Violinschlüssel notiert. Bassschlüssel, Cello, Kontrabass und auch andere tiefe Instrumente, die im Bass unterwegs sind. Auch das Klavier. Am Klavier ist es schön zu sehen, die rechte Hand spielt meistens die Melodie, während die linke Hand den Bass spielt. Zeichne auch den Bassschlüssel in deinem Heft ein, er wird dir früher oder später mal begegnen. Nun kommen wir zu einem sehr interessanten Thema, und zwar der Note an sich. Wir zeichnen unsere ersten Noten. Die Noten liegen entweder direkt auf den Notenlinien auf 1, 2, 3, 4 oder 5 oder in den Zwischenräumen, genau dazwischen, also 1, 2, 3, 4 Zwischenräume. Nun zeichnen wir unsere Noten, unsere ersten Noten, und das sind ganze Noten. Wir kommen später zu den Tondauern und Tonlängen, Notenwerten. Wir zeichnen eine ganze Note in die Zwischenräume ein. Am besten machst du das mit einem Halbkreis am Anfang nach oben und einem Halbkreis nach unten. Du kannst auch einen ganzen Kreis machen, eher oval.
Wir kommen später zu den Notennamen. Die Noten heißen übrigens wie das Gesicht, Face, eine Methode zum Merken dieser Noten, F, A, C und E. Wichtig im Violinschlüssel. Wenn hier der Violinschlüssel steht, kann man diese Methode, die Face, die Gesichtsmethode anwenden, um sich die Noten leichter zu merken. Später mehr dazu, jetzt die Noten auf die Notenlinien. Du startest also von dieser Linie einen Halbkreis nach oben und einen Halbkreis unten. E, G, H, D und das F. Eigentlich keine Hexerei, tob dich hier ruhig aus. Es gibt im Buch extra dafür leere Notenzeilen, wo du dich darin üben kannst, Noten zu zeichnen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und hier geht es schon Schlag auf Schlag. Wir starten im Violinschlüssel. Wieder eine gute Möglichkeit, den Violinschlüssel